Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Reesteel Luna Maius Echo. Maius kommt aus dem Lateinischen, bedeutet unter anderem größer. Im Vergleich hierzu mal das Reesteel Luna Echo. Leichtgängiger Slipjoint, aufregende Linie, Poltergeist Works Design, ein absoluter Verkaufsschlager. Kritik gab es hier immer wieder am leichtgängigen Slipjoint, also die Federspannung ist hier wirklich extrem gering. Das muss man natürlich mögen, ist aber auch einfach Geschmackssache. Ja, aber Reesteel hat hier prompt reagiert und auch sehr clever, muss ich sagen. Man nimmt ein überaus bekanntes Erfolgsmodell und pumpt das Ganze dann ein bisschen auf, haut hier noch einen Backlog hinten dran und schon hat man ein neues Erfolgsmodell. Ist natürlich eine tolle Sache. Also für alle, die mit einem Slipjoint oder so einem leichtgängigen Slipjoint überhaupt nichts anfangen können, ist das hier wirklich die ideale Lösung. Finde ich gut und so kann man so ziemlich alle Konsumenten mit ins Boot holen. Also das ist eine schöne Sache. Ich fände es nachahmenswert in beide Richtungen. Es gibt beispielsweise auch verriegelnde Messer, die ich mir dann gerne als Slipjoint wünschen würde. Ja, aber das ist heute nicht das Thema. Zurück zum Luna Maius Echo. Das hat mich tatsächlich begeistert. Wir werfen einen Blick unter die Griffschalen. Schön ist schon mal, dass wir sowohl bei der Klingenachse als auch bei der Verschraubung nur Achtertorx haben. Das gefällt mir sehr gut. Dann sieht man hier skelettierte Liner. Ist auf beiden Seiten so. Ja, ein bisschen Gewichtsersparnis bringt das. Wir haben hier ein Gesamtgewicht von 90 Gramm bei diesem Messer. Ist auf jeden Fall noch EDC-tauglich. Dann hier beim G10 sieht man, dass es eine Ausfräsung gibt, analog zu diesem Liner. Ist auch wirklich sauber gearbeitet. Und hier sieht man, wie der Clip von innen verschraubt wurde. Ja, ansonsten möchte ich euch mal zeigen, wie das hier mit dem Backlog ist. Also erstmal ein sauberes Klacken und dann sieht man hier, wie extrem sauber der Hammer in der Nut sitzt. Also wirklich eine bemerkenswerte Qualität. Das ist gut gemacht. Der Backlog ist auch leichtgängig, also es gibt kein Klingenspiel, überhaupt nicht. Dann läuft das Ganze hier auf Bronzewaschern, sauber definierter Klingengang. Man kann hier eigentlich wirklich fast nichts bemängeln. Die Klinge hat ein schönes Stonewashed-Finish. Wir haben einen Flachschliff, das ist eine 76 mm lange Klinge, etwa 2,6 mm breit. Und dieser Flachschliff endet auf 0,4 mm hinter der Schneidphase. Und dieser Anschliff ist wirklich, ja, makellos, möchte ich sagen. Also richtig gut gemacht, kann man überhaupt nicht sagen. Ja, richtig schönes Messer. Wir haben eine toll ausgeformte Schleifkarbe, dann diese langgezogene Nahgrille oder Hohlkehle, wie man auch sagen möchte, und dann hier noch dieser Daumenheber, darauf komme ich dann später noch zu sprechen. Jetzt kurz ein paar Praxisaufnahmen. Die Klinge gleitet schon bei geringem Druck durchs Holz, das macht definitiv Spaß. Es ist ein kleiner Allrounder, schnitzen, mal Gemüse oder Obst schneiden, ein ideales EDC-Messer, das auch mal die härtere Gangart verzeihen würde. Klingenstahl ist der 10CR15CO MOV. Der ist in etwa vergleichbar mit dem VG10. Wir haben hier 60 HRC, also hält gut die Kante, ist eine gute Stahlwahl. Die Handlage des 110 mm langen Griffes ist auch wirklich angenehm. Wir haben hier ein Griffvolumen zwischen 68 und 72 mm. Dazu dieses fein strukturierte G10, das verleiht tatsächlich ein bisschen Grip, also das ist gut gemacht. Wir haben einen Backlog, der mit einem kleinen Chimping versehen ist, in dem Fall ist das tatsächlich sinnvoll. Dann ein gut dimensioniertes Lanyard Hole. Ansonsten gibt es hier keine Ecken, keine Kanten, auch keine Hotspots. Bei mir stört auch nicht der Clip, der legt sich hier schön in den Finger rein. Also das passt für mich. Und wenn wir schon beim Clip sind, der hat wirklich ordentlich Spannung. Montiert ist er auf Tip-Up rechts und leider ist er nicht ummontierbar. Das ist für mich auch schon fast der einzige richtige Kritikpunkt am Luna Maius Echo. Hier hat man seitens Reesteel, wie auch schon beim Slipjoint Luna, die Chance verpasst, ein Messer zu schaffen, das zu 100% für Links- und Rechtshänder geeignet wäre. Ja, da bleibt für mich ein kleiner Wermutstropfen. Jetzt endlich zum Thema Daumenheber für die Einhandöffnung. Das ist simpel und genial gelöst, wurde hier an der Hohlkehle angebracht und man kann ihn dann im Bereich dieser Hohlkehle über eine Madenschraube auf seine eigenen Vorlieben verschieben oder anpassen. Also ein bisschen zurück würde jetzt noch gehen, man kann ihn auch noch ein bisschen nach vorne setzen. Das ist schön gemacht. Zudem kann dieser Daumenheber auch als Daumenrampe fungieren.
ja, dann kann man mehr Druck oder Kraft bei gewissen Schnitten ausüben. Man hat auch die Rückmeldung, wo man sich gerade auf dem Klingenrücken befindet. Also das kann dann auch mal nützlich sein. Optisch ist das vielleicht nicht die allerschönste Lösung, aber so vom praktischen Nutzen ist es auf jeden Fall gut gemacht. Man kann diesen Daumenheber natürlich auch komplett demontieren. Das geht beispielsweise mit einem 5er Torx, aber auch mit einem Inbusschlüssel. Die sind wohl irgendwie kompatibel. Und dann zieht man den einfach über diese Hohlkehle raus. So kann man ihn dann auch wieder einsetzen. Also ist auf jeden Fall schön gelöst. Jetzt hätte man in der Theorie einen Zweihandöffner. Ja, mit etwas Geschick bekommt man dann die Klinge natürlich dennoch einhändig geöffnet. Das ist längst kein Geheimnis mehr. Wurde auch schon bei den Luna Mayos mit den Titangriffschalen erwähnt. Ja, ich würde sagen, Zeit für ein Fazit. Das Fazit ist heute wirklich kurz. Hauptkritikpunkt ist für mich die Sache mit dem Clip. Nicht unmontierbar. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass es G10 wäre wirklich leicht möglich gewesen. Das habe ich schon beim RealSteel Luna Echo nicht so ganz verstanden. Ja, ein kleiner Kritikpunkt wäre vielleicht in allerletzter Konsequenz, dass man das Mayos vielleicht sogar noch mal eine Nummer größer hätte machen können. Also so viel Unterschied ist hier bei der Klinge gar nicht. Es ist insgesamt bulliger. Es ist auch ein ganz anderes Gefühl, wenn man es in der Hand hat. Also das ist wirklich ein Messer, dem man richtig Vertrauen schenken kann. Ja, aber wie gesagt, das ist vielleicht ein Zentimeter größer oder so bei der Klingenlänge. Beim Griff ist da jetzt auch nicht so super viel Unterschied. Also man hätte es vielleicht ein bisschen größer machen können, aber das ist wirklich mein ganz subjektiver Standpunkt. Ansonsten wirklich ein tolles Messer, gute Verarbeitung, gute Materialien. Der Preis liegt je nach Anbieter etwa zwischen 65 und 75 Euro. Meines habe ich beim Usaya Shop gekauft, also bei Michael Schöffner. Meine erste Anlaufstelle für RealSteel und Sanremo Messer. Ja, ansonsten empfehle ich euch noch das Video von Stefan 123321. Stefan hat die Variante mit den Titangriffschalen vorgestellt. Auch ein ganz schönes Modell. Ja, liebe Grüße auf diesem Weg an Michael und Stefan. Dann würde ich sagen, war es das schon wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.